Herzlich willkommen zurück zu unserem Kanal Spielspaß. Heute mit der Beginners-Guide und der Steffi. Genau. Und ich freue mich schon wirklich, das Spiel zu spielen, weil ich habe es noch nicht spielen dürfen. Ich möchte mir keine Spoilers geben und gar nichts. Und Ich bin sag's sehr dir, ungeduldig und du musst neugierig. es spielen. Es ist gut. Ja. Weil ich kenne es schon, ich habe es schon gesehen. Ich bin schon gespannt. Ich habe schon vollkommen daneben geraten, worum es geht. Ich würde sagen, Überraschend. starten wir einfach los. Then begin the game. May the odds be with you. Habe ich zitiert. Okay, Steuerung WASD. Schwieriges Spiel. Hi there. Thank you very much Hi. for playing the Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. Das war jetzt abrupt. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Lange her. Okay, das ganze Game mit der Erzählung, mit der Durchhaltung. Oh, Warning. Whisper machine active. Shift to structure. das ist ein Portal. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Okay, dann laufen wir mal. Lauf, lauf, lauf. Oh shit. Lauf, lauf, lauf. Kann ich da You nicht can click sterben? to fire the gun. Wenn ich sterbe, ich sicher. Oh Gott. Muss ich was erschießen? Ich mag nicht schießen. Security call breached. Hostile alien life forms inbound. Okay, feindliche Aliens verfolgen uns jetzt anscheinend. It kind of Super. looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. Oh.
But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Okay. Enemy force Der ist offen, neutralized. der ist offen, der ist Begin offen. evacuation. Renn! Renn in das Licht. I love how you Ah, can das see ist the bottom schön. of the universe from this room. Ein heißer Balken so Ende des Universums. Aber die Sterne sind schön. Es wird auch so ein bisschen so dreckig dann die Scheiben. Sehr schön. Whispermaschine. Gott sei Dank gehen die Türen auf. Apparently the space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on Es that. haltet sich nicht an das Rechthandgesetz. Jetzt bist du gejumpt. Oh, Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. hallo Engine Room. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. Gut. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Krieg ich da zur Wahl? Ich glaube, ich krieg Kavals und ich glaube, ich krieg mach's endlich. Do it! Just do it! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Do it! Just do it! Okay, okay. Do it. Okay, Sheila, Buch, ich will den nicht. This is not a branching point, unfortunately. The only Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Okay, hallo Beam of Death. Und jetzt spielen wir die Buggy-Version, oder? Mhm, genau. Die von Coda, wie sie intended war. Da kommt sicher irgendwas aus der Ecke raus. Okay. We just do it. Okay, wir schweben in den Himmel. Sehen das Labyrinth, das wir nicht durchquert haben. Und das Ende des Universums. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Schade, ist wirklich schön. So try walking backwards. Yep, in this game you can only walk backwards. Der hat sehr gern weirde Games gemacht. Der hat sehr gern eigenwillige Games gemacht. Sehr eigenwillige. Blöd, wenn man nur rückwärts laufen kann. Ja, das ist echt, es ist... Aber da unten ist schon wieder so ein Schlitz, schau. Sieht man schon wieder das Ende. Ich glaube, das gehört so. Oder ist Beleuchtung. Oder nicht. Fancy. Das ist ein bisschen nervig. So. Ich glaube dann, dass du es schaffst. Irgendwann. Und es schwebt wieder. Die Musik ist sehr beruhigend. Also die Musik ist wirklich schön. Ich verstehe auch, warum es da Soundtrack-Bundle dazu gibt. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Coda's trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Sehr philosophisch. Besonders mit der Gegenüberstellung. Schön.
Okay, und wieder weiter zurückgehen. Why does the future keep changing? Oh. Nett. Was ist gestanden? It becomes clearer. Okay. Es wirkt irgendwie wie in so einem sehr avantgardistischen Museum. Ich liebe an diesem Spiel auch diese Architektur. Das ist eigentlich... Alles ist irgendwie so gut proportional zueinander. Und es ist vor allen Dingen so schön gegenübergestellte Texte. If the future is always behind her, Es ist wirklich how proportional. will she find the strength? Okay, weiter geht's. Kommt da wieder etwas? Ich warte die ganze Zeit, bis es auf die Decke kommt. Das ist schön. Symmetrisch. To confront it. It's a short little thought, it says what it wants to This is say, nice. and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Aber es hat ein bisschen Aufbau gehabt. Oh Gott, Slenderman. Nein, Slenderman. Gibt's Jumpscares in dem Game? Na. Nee, das Spiel ist nicht zum Fürchten. You're now entering Silent Hill. Rapture. Ich meine, es könnte unter Wasser sein. Es schaut ein bisschen aquariummäßig aus. Das soll eher Waldweg-Textur sein. And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games, and I promise you'll see what makes it interesting. Okay. Da kommt dann sicher Slenderman-Level. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Oh. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but Kann ich da what are you gonna runterfallen? do? Du hast zu viel zu leben. Kann ich da runterfallen, theoretisch? Keine Ahnung. Das Spiel wurde von jemandem programmiert, das nicht veröffentlicht wird. Nichts veröffentlicht hat. Ich würde das gern wissen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie trauen wir nicht. Na, Okay. es geht jetzt Es geht um jemanden, der die Games von seinem Kollegen eigentlich einfach nur den Leuten zeigen möchte, weil er findet sie gut und ihn dann wieder inspirieren möchte, wieder welche zu machen. Und darum hoffe ich, weil er gesagt hat, er möchte ihn inspirieren, wieder welche zu machen, hoffe ich bitte einfach, dass er nicht tot ist, der Kollege, der Coda, sondern dass er einfach nur der Coda ist übrigens der Macher von den Games, dass er einfach nur verschwunden ist, ganz kurz. Oder einfach nur für Urlaub. Ewig langer Urlaub. Langes Spa-Treatment in Hokkaido, keine Ahnung. Oh, es wird schwerer. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. Das ist wie in einem So Traum. why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Danke für die Tipps. Jetzt habe ich schon gedacht, es blockt mich. Und ich komme nicht rein, das ist doch die Scrollings. Gameplay with chairs. You want to shop inside your own body, saying your A arms room that's warm sophistically to make the and most room nice before you die. and filled with little ideas for games. Das ist verdammt nett. You construct a wall, the wall is destroyed. You're Coda given would a- often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. You walk around talking people down from pursuing their hopes and dreams. Ist depressiv, sehr dunkel. Lass mich weiter in dem Raum sein. Ich möchte sie alle lesen, klauen die Ideen. Und dann selber ein Game machen, wie das, eine Fake-Version. Nur, dass es geführt ist und nicht random generiert. Oder ist es random generiert? Nicht generiert. Okay. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it.
Boden ist schön. Und wie du gesagt hast, sehr symmetrisch. Ah, ich kann von da. Ich habe jetzt sogar schon so einen Hebel gesucht und ich habe gedacht, der ist... Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle Ja, again ich habe soon. gedacht, der ist auf der anderen Seite. We're gonna einfach see it a lot. da und nicht so. Okay, das müssen wir uns merken. Und das sind 3 Dots. Dot, dot, dot. Die Musik ist laut worden. Schön. Bisschen Stilveränderung im Raum, aber schön. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. All right, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Oh Gott, was sehen wir dann? I see dead people. Okay, enter. Oh. Oh. Das schaut aus wie Gedärme. Wow. How about that? Gedärme. There was more to it than we had any way of knowing. Cool, aber... I actually find it funny that this game comes after the Stairs game since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Gute Frage. Alles nur anzuschauen? Was so ein Aufwand, dass man niemals diese ganzen Räume betretet. Die ganzen Gänge. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön. You're not exiting. Ah, jetzt macht's Sinn. Aha! So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. Kann ich nochmal There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. The great and lovely descent. Das schaut sehr schön aus. Es hat mit dem atmosphärischen etwas von Journey. Bisschen. Nur, dass man kein Companion Let's talk about hat. video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Restaurant ist das. Also nicht die Engine, sondern das. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Warum haben sie ein Klo für... The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games. Ein bisschen zu fett ist. So. Jetzt sind wir in der Küche und... Ah. Kommen wir da nicht drüber? Das ist wieder so ein richtiger Tease. Man will rüber, weil man denkt, das ist ein Secret. Und dabei ist da wahrscheinlich gar nichts. Okay. Da haben wir wieder eigentlich das gleiche wie vorher. Also das ähnliches. Das gleiche Prinzip, mit dass man einfach mehr hat, als man denkt. Schön, das finde ich gut. Das hat schon richtig was von Kunst. Das ist schön. Und vor allen Dingen, Moment, der Wischeffekt war jetzt schön. Ja, das ist diese Engine, für der geredet wurde. Oh. Nein, nein. Oh je, ich hab das, glaube ich, zerstört.
Man hätte sicher so von graceful so runterhüpfen können, die so BAM! Gut, dass wir nicht in Minecraft sind. Ja, in Minecraft minus 100.000 Leben. You hit the ground too hard. Aber da gehe ich jetzt schön runter. Wir wohnen mal so ein bisschen. Das sieht echt cool aus, finde ich. Schaut cool aus, aber von unten schaut es ein bisschen ungeordnet aus. Wenn man direkt runter geht, hat es eine Ordnung und hat ein bisschen ein Muster. Okay. Dann geht's weiter. Will ich da rein? Na. Nein, wäre jetzt umgebracht. Die Musik ist aber cool. Die ist dann cool. Den kann ich entlang laufen. Sehr bedrückend. Vorhin war es so schön und This jetzt... prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. Was? If you don't mind, I think we're gonna skip that. Ja, Im bitte. Originalspiel muss eine Stunde tot drin sitzen bleiben. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? Wie du vorhin And gesagt so we hast. just got into heated arguments over it, Yeah. and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Wobei, ich finde ehrlich gesagt, dass Spiele auch nicht so extrem spielvoll sein sollen, sobald sie halt irgendwas dahinter haben, sobald man sich irgendwas gedacht hat oder jemandem was zeigen will damit, so wie die Spiele, geht's eigentlich, ist eigentlich ein Spiel. Sobald man leicht damit interagieren kann, und da kann ich zum Beispiel auch selber alles erkunden, und selbst wenn ich es jetzt nicht als Storyline hätte, wäre es trotzdem ein Spiel. Du möchtest doch wirklich eine Stunde lang in ein Gefängnis eingesperrt sein? 20 Nicht Stunden wirklich. lang die Treppe raufgehen müssen? Das ist nicht wirklich. Er hat schon ein bisschen einen seltsamen Humor gehabt, der Cola. Coda. Cola! Für mich ist es der Cola. Markengeschützt. Es ist sehr intens. Und hoffentlich wird es jetzt schöner. Aber du jetzt vorhin gefragt hast, also halt nicht mehr so depressiv die Welt, um was es geht. Oder halt, was es für einen Sinn hat, das Ganze jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der Coder wollte damit irgendwie mit Leuten kommunizieren und denen sagen, wie es ihm selber geht, vielleicht. Und vielleicht, weil er eben mit relativ wenigen Leuten Kontakt gehabt hat, hat er sich mal gedacht, okay, ich möchte jetzt anderen Menschen zeigen, wie es mir so eben geht, nur ich kann es denen It's the jetzt puzzle nicht again, gescheit sagen. with was the das ist. exact same solution as the last time. Tut dir dieses Spiel nicht fürchterlich? Ja, aber nur damit, vielleicht als Backup, vielleicht ist einfach nur was, okay, ich könnte es jemandem zeigen und er hat es ja mit dem anderen Developer geteilt. Plot Twist, der Developer ist der Coder. Dum, dum, dum. Oh, der Coder ist die Split Personality vom Dings. Ich habe so viele Fantheorien gelesen. Und jetzt öffnet sich's nicht mehr. Hast du das heimlich recherchiert? Nein, ich habe Fantheorien von Pretty Little Liars gelesen und da lerne ich dann ganz komisch zu denken. Da ist dann jeder die Schwester von jedem auf einmal. Ah. Ich habe den letzten Teil There's des still Rätsels no clear vergessen. indication what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Es ist leicht rekursiv. Okay, Lehrerkorridor wieder. Na, geht's weiter? Es verändert wieder ein bisschen die Stimmung. Oh, zuhören. Warum wollt ihr auf mich Here, schießen? Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Oh, okay. Also der Text, you there, did you come from up above? What was up there? Vielleicht gleich übersetzen auf
Deutsch. Okay, stimmt. Sorry. Also, hey du kommst doch von oben. Was war dort? Okay, die Antwortmöglichkeiten wären jetzt einmal Jupp. Oh ja. Dort gab es eine Welt mit Weiß, voller Weiß nichts eigentlich. Ja, dort war ein riesiges Gefängnis und ich habe eine Stunde darin verbracht. Wie nicht, bin gecheatet. Da waren sehr viele, da waren fliegende Blöcke. Okay, was sagen wir denen jetzt? Also, würde ich sagen, 1. Genau, wir waren in der Welt. Also, sie geben uns recht. Nun, das ist wichtig. Okay, sie fragen uns, ob wir durch das Puzzle mit den 2 Türen und den 2 Switches gegangen sind. Jupp, haben wir gemacht. Also schauen wir mal bei den Ja-Antworten. Also ja haben wir. Und das war das letzte, was wir gemacht haben, bevor wir gekommen sind. Oder nein, wir erinnern uns nicht mehr dran. Oder wir denken, wir sagen es ihnen einfach nicht. Denn wir haben uns ja erst begegnet. Da ist ja Listen und Speak heißt, aber jetzt nicht so den Wahrheitswert, von dem uns sagt, ob wir denen vertrauen können. Ich würde eigentlich fast gar nicht die Dreier nehmen, aber irgendwie sie wirken so nett und enthusiastisch und so eingeschlossen fast schon, dass ich mir denke, sollen wir nicht vielleicht doch ihnen ein bisschen was sagen? Ich sag ihnen mal etwas. Kriegt man dafür andere Spielenden? Okay. Die machen also eher so einen Test mit uns. Und wieder richtig. Nun bitte, sag uns, wie du das gelöst hast. Sag uns die Lösung. Sag uns, wie du auf die andere Seite gekommen bist. Okay, Nummer 1, wir erinnern uns nicht dran. Nummer 2, wir haben es nicht gelöst, also muss jemand anderes gelöst haben für uns. Nummer 3, du möchtest, wir möchten, dass sie praktisch rübergehen in dem Fall, weil sie auf uns hören. Wir wissen, dass es blöd ist dort. Also eigentlich sind die das ganze Lügen. In dem Sinne so, oh nein, aber wir wollen. Wir müssen dorthin. Verstehst du? Es ist das Wichtigste in dieser Welt. Wir müssen aus diesem Gefängnis. Es muss ein Ende haben. Da ist dann niemand erlesen, sorry. Okay. Wir können uns wieder bewegen. Und mir tut es sehr leid. Aber ihr sitzt in einem relativ schönen Raum. Denkt an die komische Prison Cell. In dem möchte ich immer wieder zurück für 1 Stunde. 1 Stunde, okay? Ihr habt das sehr luxuriös da. Und ihr habt so einen Kamin. Unser Mantel ist einfach zu fett. Und da geht's weiter. Jobinterview. Sehr weiß, sehr kaminartig. Okay. Hallo, wie bist du hergekommen? War da ein Puzzle, durch das du gehen musstest? Ja, möchtest du wissen, wie man es löst? Oder möchtet ihr wissen, wie man es löst? Nein, ich bin hier schon die ganze Zeit gewesen. Eigentlich ist es 2 nicht gelogen. Eigentlich ist 2 nicht gelogen. Weil wir waren ja vorhin sehr lang bei denen, weil ich es warum getan habe. Ich bin nett. Zu nett. Nein, wir finden eigentlich den schwarzen Raum zwischen den 2 Türen viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Nummer 1 wäre, warum würde mich der Raum zwischen den Türen interessieren? Nummer 2 wäre, nun da ihr es erwähnt habt, ich hatte dieses komische Gefühl, als ich durchging. Und Nummer 3 wäre, man erinnert sich nicht wirklich an den Platz zwischen den Türen. Er war schon ein bisschen strange, weil er hat geraucht. Und wenn etwas schwarz raucht, ist es nicht so gut. Wir sollen uns nicht zu viel Sorgen drüber machen, weil wir nicht so stark drüber nachdenken. Schön. Okay, das ist schön da. Sieht ein bisschen aus wie so eine japanische Schule. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. Wie bei Mario.
I'll tell you what I think. I think that up to this point, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. Ein Ende. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Okay. Plot Twist, der Coca-Cola ist die andere Simulator-Developer. Nur weil du schon an amerikanische Schulen denkst. Na, denke ich nicht ständig, aber das hat so ausgeschaut. Und es hat so ausgeschaut wie so eine ganz Early-Build-Version davon. Das hätte sein können. Und er hat so viel Arbeit und muss so viele E-Mails lesen, dass er nicht mehr dazu kommt, sich bei dem zu melden. Dot. Auf Deutsch auf Punkt. Das habe ich von Cry stellen müssen. Nice room. Nicht. Also netter Raum. Nein, war nicht. Das sind gemein. Das ist die Idee So aus dem first einen off, Raum. I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. This was Coda macht actually Leute the first fertig. game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this Er person. erzählt die Geschichte der Freundschaft. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. Bei so kleinen But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Okay, also jetzt sehen wir ihn getroffen in Sacramento und dass er halt sehr zuneigend wäre zu ihm war, aber sich dann irgendwie, jetzt denke ich, vielleicht ein bisschen zu pushy, also zu drückend. Okay, also es fragt uns, wie wir dieses Game besiegen können oder halt fertig spielen können. Und dann sagt es gibt eigentlich, ja, keinen Sinn darin. Okay. Die Schrift ist echt klein, wie recht. Und wieder so schönes Lichterrähmchen. Oh, das schaut cool aus. Das schaut echt extrem schön aus. Es erinnert an viele andere Spiele irgendwie, so ganz teilweise. Okay. Wow. Holy shit, das ist eine heilige Scheiße. Das Ganze soll ja ein Online-Spiel widerspiegeln, wo Leute Ja. einfach Kommentare platzieren können. Nett. Ist nett. Könnt ihr Leute mich hören? Ich kann die lesen. Hello. Hello, Elliot. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Reasonable. Either way, to me they convey a sense of Jeder kann loneliness. das lesen. I see this person who's filled with Hey. thoughts and feelings and beliefs and has no way to Diese express auch macht them mich traurig. except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Hab ich gesagt. Versehentlich. Ich möchte dir ein Geheimnis erzählen. But it's ironic, Einmal isn't it, tat that ich- in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually Macht kind of Spaß. connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. Danke für die I could just get wichtige to know you Nachricht. through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Emoji. Was? Na, das ist so wie ISMS schreiben, na. Jemand zum Anime schauen. Online. Ich glaube dran. Ich glaube an uns. Bruder Schwub. Was? Und der Coda hat das alles selber geschrieben, in mehreren Stunden Aufwand. Hi. Glaubst du das? Hi, du schöne Bubble.
Du hast ja gesagt, er hat das selber geschrieben und der Creator hat ja auch gesagt, er hat das selber geschrieben. Weil es ja nicht online connected ist. So Aufwand. Ich will doch nur zu dem Bild. Schön. Ich finde es ja irgendwie traurig und irgendwie schön eigentlich, dass die alle so vereinzelt hocken, die ganzen Blubberblasen. Wenn man im Internet schreibt, ist man eigentlich allein in seinem Zimmer. Vielleicht nicht. Oder halt, man ist allein. Und somit sagt es irgendwie, dass wenn man in einem Chatroom voller Menschen ist, trotzdem allein sein kann. Das Spiel ist echt sehr schnell sehr dunkel geworden. Und das ist sehr schön. Cool. Sehr viele Monde. Schaut eigentlich sehr glücklich aus. Das wartet den ganzen Raum glücklich auf. Okay, die Blase schlägt vor, dass er ein sehr schreckliches Geheimnis hat und das irgendwo versteckt wird. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Okay, das ist Each schön. of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Oh. Das ist schön. Das ist echt schön. Schönes Bild. Und das stimmt doch, man muss nämlich immer zweimal eigentlich zurücksehen und wirklich sich denken, okay, ich möchte jetzt aktiv die Tür schließen. Was du jetzt gesagt? Become one of this very nonsense. Ja, das stimmt. So langsam fühlt sich das Gehirn dann schon ganz matschig an, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Geräusche hört. So. Downward. In each of his games, okay, müssen wir weiter after runtergehen. exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, Könnte runterspringen. and so it gives him a simple mechanism for moving on. Almost at the end. Okay, wir sind fast am Ende, Leute. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und da kommt das Puzzle wieder, wie uns der Narrator das gesagt hat. Ja, es hat eine Lösung. Du kannst es schließen. Du warst für 1 Stunde da. Du hast mal zu viele Blubberblasen gelesen. Gut. And because there's this dark okay, area between the doors, a space between spaces, Das ist meine before you move on, Lieblingssprechklasse. you get Halb. to pause. Halb Just for a Spencer. moment. A few seconds to reflect on and let go of the events that led you Hey, here. back to the start. To Later, step guys. back and connect the pieces Ein Glas. together. To grasp at that elusive bigger picture. Nein, es ist nicht schlimm hier. Stimmt. Keine Lösung. Hey, das gibt's eine Lösung. Da ist eine Oh. Oh, es gibt keinen zweiten Switch. Oh shit. Hey, das heißt aber, dass er diese Stage in seinem Leben nie abgeschlossen hat. Was sagst du? Du sagst... Ja, du denkst auch, dass es keine Antwort gibt. Aber da ist ja zwar der... Ihr habt's gelogen. Ihr habt's beide gelogen. Schämt's euch. Schämt euch, ihr kleinen namenlosen Blubberblasen. Schande über euch, Schande über eure Kühe, Schande über eure Katzen. Okay, warum haben wir jetzt so Type-Dinger? Sind Leute voll am Programmieren dran. How do you leave notes? So. So macht man Notes. Gott, wird's laut. Oh. Und wir sind am Ende, weil die Laterne kommt. Die ist übrigens sehr schön. Und ich verstehe, dass das eine Laterne im Bild hat. Oh. Oh. Speak. Wir sollen reden. Und das Kommunikationssystem ist wieder in der linken Ecke da.